Hallo meine Lieben, heute will ich ein für alle Mal klären, ob ein Autohändler ohne Meister seine angekauften Fahrzeuge selber reparieren darf. Und zum Schluss gibt es noch ein kurzes Update zum 190er. Viel Spaß! Einige Zuschauer hatten mir geschrieben, dass ein Autohändler seine eigenen Fahrzeuge, die man ankauft, selber reparieren darf, auch wenn man keinen Meister hat. Sowas hatte ich auch schon mal gehört und es kursiert auch ein Urteil vom Bundesverwaltungsgericht im Netz, das wie folgt lautet. Zur Ausführung von Kfz-Reparaturen im Zusammenhang mit einem Gebrauchtwagenhandel hat sich das Bundesverwaltungsgericht geäußert. Nach diesem Urteil darf ein Gebrauchtwagenhandelsbetrieb an aufgekauften Fahrzeugen Reparaturen und Lackarbeiten ausführen und diese Fahrzeuge veräußern, ohne in die Handwerksrolle eingetragen sein zu müssen. Vielmehr können diese Arbeiten im Rahmen eines nicht handwerksrollenpflichtigen Hilfsbetriebs ausgeübt werden. Auf das Ausmaß der Reparaturtätigkeit kommt es nicht an. Voraussetzung ist, dass der reine Handel mit gebrauchten Kraftfahrzeugen nach den erzielten Umsätzen überwiegt und dem Gesamtunternehmen das Gepräge geben muss. Sofern diese Voraussetzung erfüllt ist, darf ein Gebrauchtwagenhändler Kraftfahrzeuge zum Zwecke des Wiederverkaufs reparieren. Hört sich erstmal gut an, nur ist das Urteil auch schon ziemlich alt. Und ob das auch alles stimmt, weiß man auch nicht wirklich. Also habe ich bei der Handwerkskammer Berlin angerufen und mit der zuständigen Rechtsabteilung einen Termin gemacht. Denn die müssen es ja zu 100% wissen. Also ab zur Handwerkskammer. So, jetzt bin ich vor der Handwerkskammer Berlin und mal sehen, was die sagen. Ich darf da drin leider nicht filmen. Also bis gleich. Ich bin jetzt wieder raus und was die mir erzählt haben, verrate ich euch gleich. Ich fahre erstmal wieder in meine Halle. Ich will es kurz machen. Das Urteil stimmt. Ein Autohändler darf seine angekauften Fahrzeuge selber reparieren. Dazu braucht man keinen Meister. Man braucht nicht mal eine Kfz-Ausbildung. Das heißt, jeder, der einen Autohandel beim Gewerbeamt anmeldet, darf die Fahrzeuge, die weiterverkauft werden, selber reparieren. Auch wenn derjenige gar keine Ahnung von Reparaturen hat. Ich fragte natürlich auch, ob es Einschränkungen bei den Reparaturen gibt. Aber diese Frage wurde ganz klar verneint. Man darf alle Reparaturen vornehmen, egal ob es Bremsen, Lenkung oder Fahrwerk ist. Das hat mich schon ein bisschen erstaunt. Ich konnte es kaum glauben und fragte nochmals mit einem Beispiel nach. Also, nehmen wir mal an, ein Bäcker meldet einen Gebrauchtwagenhandel an, kauft ein Fahrzeug zum Wiederverkauf und wechselt die Bremsscheiben mit Belege. Darf er das wirklich selber wechseln? Die Antwort bekam ich von der IHK-Rechtsanwältin ohne zu zögern. Ja, darf er. Aber wer trägt dann die Verantwortung, wenn was schief geht und der die Bremse wegen Unkenntnis falsch zusammengebaut hat? Die Verantwortung trägt der Autohändler selbst. Er muss ja ein Fahrzeug mängelfrei beim Verkauf übergeben. Und wenn die Bremse falsch zusammengebaut wurde und dadurch ein Unfall passiert, muss der Händler dafür komplett haften. Kommen wir mal zum Fazit. Ob das jetzt gut ist oder nicht. Jedenfalls darf jeder, der einen Autohandel angemeldet hat, selbst ohne eine Kfz-Ausbildung, seine eigenen Fahrzeuge zum Wiederverkauf selber reparieren. Hätte ich mich bloß früher schlau gemacht. Da hätte ich meinen 190er hier reparieren können. Aber jetzt ist es zu spät. Apropos 190er. Jetzt kommt ein kurzes Update, wie weit ich schon mit dem bin. Also von weit kann noch keine Rede sein. Es kommt eins zum anderen. Als ich die Achsschenkel ausgebaut habe, waren die schon ganz schön angerostet. Also habe ich die mitgenommen und hier bei mir Sand gestrahlt, grundiert und mit 2 Komponentenlack lackiert. Und das habe ich mit den Ankerblechen, Stabi und verschiedenen anderen Teilen auch gemacht. Die konnte ich nicht so verrostet wieder einbauen. Den Hinterachsträger habe ich für 70 € sogar sandstrahlen lassen, da der zu groß war für meine Sandstrahlkabine. Ich darf in der anderen Werkstatt auch nicht rund um die Uhr arbeiten. Am Freitag darf ich nur bis 19 Uhr machen und am Samstag auch nur 6 Stunden und am Sonntag gar nicht. Also wird es noch ein bisschen dauern. Ich kann den Wagen jetzt auch nicht herholen, um den hier fertig zu machen, da die Achsen alle ausgebaut sind. Also habt noch ein wenig Geduld. Aber der Vorher-Nachher-Vergleich wird wirklich gewaltig werden. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. So, das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Bleibt alle schön gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Gina.